Hallo und ein herzliches Willkommen bei Kashi. Da sind wir wieder mit einem anderen Portal-Projekt. Portal Stories Mel. Eine, ich würde mal sagen, Fan-Modifikation, Fanspiel. Es ist offiziell auf Steam Greenlight gewesen und hat sogar seinen offiziellen Segen bekommen. Also würde ich mal sagen, das ist ein offizielles Portal-Spiel von großen Fans gemacht. Einfach mal so grob geschätzt und gesagt. Es gibt einen Advanced Mode? Oh, das ist cool. Wir fangen einfach mal an. Ich glaube, die Sprachausgabe ist Englisch, Text in Deutsch. So war das genau, ja. Wenn ich mich nicht irre. Bin ich gespannt, was mich erwartet. Ein 1952. Is this thing on? Ah, okay. Greetings, astronaut, war hero, or Olympian. My name's Cave Johnson. And boy, do I have something to show you. Ah, hier, Harry Callahan. Der einzige davon, den ich kenne, weil er auch Musik macht. So take that as one of the biggest compliments you'll ever get in your life, even if you don't know who I am. Und viel über Portal Musik macht. I started a shower curtain company, making asbestos-laden shower curtains for the military. But I kept dreaming bigger and better. And you know what? That dreaming became doing. Lots of doing. Which brought you here. You're riding into the little Michigan town of... wait. Where are we again? Okay, so... This town doesn't have a name yet, as we're the ones who built it, but that doesn't matter. Point is, you're riding there, and you'll soon be at Aperture-Science-Anlage. We're still getting some of this stuff together, but there's a lot of science we can do in the meantime. You've been selected from a large group of candidates for a special test in our temporary testing areas. When the train arrives at the station, head into the town and into the Aperture building. Don't worry, you'll know where it is. You'll get some more pre-recorded messages once you're there. Now, get ready to do some science. For now, though, we're gonna put on some nice music for you. Enjoy the ride. Es hat irgendwie was von Half-Life. Irgendwie schon, ne? All right, you're now arriving at Aperture Central Station. Wait. Chris, get over here. How do you spell station? Okay, think about that for a second. Okay. Does station have an extra O before the I? Alright, listen to me. Pack your things. Because you're fired! Get out of my office. Out. Get out. Out of my office. Oh, I can't re-record this. Einfach so, du bist gefeuert. Okay. Okay, die Einleitung braucht seine eigene Map. Wow. Oder was? Anscheinend. Das fühlte sich jetzt wie ein klassisches Entladen der restlichen Dinge, die hinter mir waren, an. As I said before, there's a lot we're still working on. Just watch your step on the way out, and as a reminder, Aperture Science Innovators is not responsible for any injury you sustain, up to and including death by exposure to cosmic ray spallation. Don't worry, though, we haven't had an accident like that in 3 days. Sorry. Make that 3 minutes. Wow. Exit. Ich glaube, ich muss hier lang, oder?
Oh, jetzt will ich aber wissen, was da unten noch war. Ein Typ, der schläft. Haben sie echt ernsthaft Half-Life 2 NPCs genommen? Ich meine, gut, wäre nicht so schlimm, das Einfügen ist ja problemlos. We love to give back to the community. So, instead of just giving back, we made our own community. Entirely made out of Aperture-Science malleable concrete, on top of the salt mines. And that's exactly why you shouldn't touch the walls or stomp your feet either. Last thing we need is to touch up a dent in the wall because someone was too hands-on. Hier ist es mitten in der Nacht, über ein Lautsprechersystem kriege ich hier Dinge zu hören. Du bist allein. Aber hier scheinen Leute zu wohnen. Mhm. Oh. Na gut, das war zu erwarten, dass ich hier nirgendwo reinkomme. Haben hier sogar Autos eingefügt. Heftig. Seit 1947. Oh, da hat aber jemand ordentlich aus der Portal-Lore gelesen. Das ist also Aperture-Science an der Oberfläche. Okay. Okay. I told you it was easy to find. You found it faster than any test subjects on record. That's not good. Just head through the door on the right to the elevator. You all know where to go. Wow. Ist das Carolyn? Tatsache, hübsch gemacht. Mhm. Allergie gegen Antimaterie? Okay. Ich bin erstaunt. Moment. 50 Shades of Cave. Ah, 50 Shades of Grey, ne? Oder wie das Film nochmal hieß. Ein Buch. Oder 50 Shades of Grey, ne? 50 Shades of Cave. Okay, interessant. Und das funktioniert? Aber keiner auf der anderen Leitung. Super. Funktioniert leider nicht. Oh, das wäre die Stadt der Zukunft in einer Orbitalstation. In einem Ring gebaut. Der durch die Drehung seine eigene Schwerkraft kriegt. Das wäre ein Traum. Schwebende Autos der Zukunft. Oh, wunderbar. Ich fühle mich ja jetzt schon wie in der Zukunft. Nur im falschen Jahr. Herrlich. Genießen Sie Kunst. Kann ich nicht aufheben. Selbe Bücherregal wie vorhin auch. Wow. Wow. Na, natürlich kommst du nicht zu den anderen Menschen. So, at first, I wanted to put in a long flight of stairs that spiraled down through the old salt mines down here. Give the test subjects a great view of the place. But no! The zoning boards on my bean counters said that's why they invented elevators. So, when someone in a wheelchair threatened to sue, my former boys chickened out of me and built this elevator to go to our temporary offices. I'm still working on those stairs, and those guys are working on getting new jobs. Seriously though, the stairs aren't ready, so get on that stupid elevator.
Ah, okay, hier komme ich nach unten. Kann ich auch rennen? Nein, kannst du nicht. Aber Apfel sagen kann ich. Ne? Say Apple. Wo lang geht's denn da? Nirgendwo hin. Nö. Okay, mir bleibt dann also nur runter zu gehen. Okay, ja. Gut zu wissen. You are here. 4 Etagen geht's runter. Ah, komm, machen wir es. Wow. Ah, okay. Kein Knopf, er geht automatisch. Und schon wieder ein Wechsel. Lasst mich doch einfach mal genießen. Ah, schon wieder ein neues Mapstück. Here at Aperture, we're always trying to push the boundaries of science that little bit more. That's why we're taking on this new project. When the bean counters told me not to buy a salt mine to do all this science, the first thing they said was, "No, there's too much space. You can't suspend something over nothing and pray that a test can happen in thin air." Well, thanks to some use of the old calculator between the ears and a generous helping of the "You're Fired" stamp, I came up with a final solution to that. If you can't anchor something in thin air, why bother trying to make it in the air in the first place? I came up with this. Introducing the Aperture-Science Innovators Suspended Testing Sphere. Each sphere is suspended in the air, anchored to the walls by concrete and steel lattice rebar. They seem like they float in the air, but in fact, they don't. Plus, we can keep building above them, onward and upward. This salt mine here can take at least 10 of these bad boys per shaft. 9 shafts, 90 tests. We can test whatever we want to and beat that other company into the ground. Black Mesa. Those guys can kiss my... Anyway, the bean counters cried like babies when they saw the cost of these things. But they wet their pants when I threw them out the door. I pay the bills, I make the decisions around here. I hire and fire as I please. Now, the first of these spheres won't be ready for a few more months, so you'll be participating in one of our smaller tests, the Aperture-Science Innovators Short-Term Relaxation Vault. Aha, Hyperschlafraum. So wie das klingt, würde ich sagen, Harry Callahan war auch für die Musik in diesem Spiel verantwortlich. Klingt echt so. Ich meine, er hat einen relativ besonderen Musikstil. Das klingt auch echt danach. When you get to the offices, I'll tell you a bit more. This test should be real easy for you, though. Just get inside one of the Aperture-Science Innovators short-term relaxation vaults and lie in a bed. You'll feel yourself fall asleep quickly. Don't worry, though. Our science boys will get you out shortly. You'll only be out for a few minutes. An hour at most if something goes wrong. Don't worry. We've got everything under control. You'll be making science, and you won't have to do a thing. Who's the winner here? You are. Okay. Kashi ist hier der Gewinner. Würde mich nicht wundern, wenn hier gleich schon wieder eine Map geladen wird. Aber wäre auch schnell und effizient im Laden. Also, wenn du kleinere Maps machst, kannst du sie dann schneller reinladen. Und ja. Aber ohne Ladescreen. Na gut, aber dafür geht's schnell. Sehr schnell. As I said on the last pre-recorded message, you'll be heading into an Aperture-Science Innovators short-term relaxation vault for a quick, deep sleep. And then you're done. That's why we brought you here at night. You're most likely a walking zombie. That'll give us the best results. But just remember, don't sleep too long. This isn't a bed and breakfast. And if you decide to stay tonight, I'm charging you rent for the next year. We'll have a bed ready for you. Just follow the testing area signs and go to bed. Don't mind the turrets. They're firing blanks. At least that's what Crazy Harry told me. Had to
6 signs boys disappear because of him. Crazy Harry? Okay. Wow. Kann man es berühren? Kann man da... Okay, du bist gestorben. Kann man ins Wasser? Nein, kannst du nicht. Du bist gestorben. As I said on the last pre-recorded message, you'll be heading into an Aperture-Science Innovators short-term relaxation vault. Deswegen nimm solche Schilder ernst. And then you're done. That's why we brought you here at night. You're most likely a walking zombie. That'll give us the best results. But just remember, don't stay too long. This isn't a bed and breakfast. And if you decide to stay tonight, I'm charging you rent for the next year. We'll have a bed ready for you. Just follow the testing area signs and go to bed. Don't mind the turrets. They're firing blanks. At least that's what Crazy Harry told me. Had 6 signs boys disappear because of him. Das war jetzt aber auch wirklich stumpf. Kashi berührt das Wasser. Kashi ist gestorben. Why? Im Ernst? Why? Hey, es ist zwar wunderschön hier und schade, dass man nicht schwimmen kann und man instant stirbt, aber naja, okay. Boah, es ist echt schön hier. Wow. Erschreck mich nicht. Alter, was habe ich gerade gesagt? Natürlich kommst du nicht ins Klo rein. Aber ich muss mal Pipi. Oh mein Gott, eine funktionierende Uhr? Zeigt aber leider nicht die richtige Uhrzeit an. Oh, das wäre so geil eigentlich. Eigentlich wäre das arschgeil. Wenn du eine Uhr hast in einem Spiel, wie die Systemzeit aussieht. Ich glaube, das könnte man sogar mittels der Valve-Werkzeuge hier machen. Meistens nutzen sie ja alle den Hammer-Editor. Und noch ein paar andere Sachen. Ah, das sind also die Türme. Clear. Kann ich aber auch nicht aufheben. Hier scheint wohl G rauszutropfen. Vielleicht. Fakten übers Essen. Okay. Ja, aber ich denke, man könnte es vielleicht realisieren. Über einen kleinen Skript-Schnipsel einfach mal so eine Uhr dazu anzuweisen, einfach mal die richtige Zeit zu nehmen. Die einfach aus dem System auslesen. Das hätte wieder meine Idee. Das wäre doch mal eine super Idee eigentlich. Alle so, yeah. Du kriegst die Türe nicht auf. Oh yeah. Schade. Also erwarten mich hier keine wundersamen Geheimnisse. Nur ein leeres Büro. Aha. Oh. Okay. Don't worry, those turrets won't kill you. The safety on their guns is on. Had some lab boys shut them down. Crazy Harry lied to me. Boah, okay. Oh mein Gott, du funktionierst doch nicht wirklich, oder? Lässt sich aber nur einmal antickern. Okay, da kommst du auch nicht rein. Du kannst die Tods überhaupt nicht nutzen. Belastend. Okay, die ersten Hyperschlaftests. Würde ich jetzt mal behaupten.
Da schon welche drin liegen? If you're hearing this message, you're at the sleeping chamber. Carolyn, is the test ready? Yes, sir, Mr. Johnson. Then you're good to go. Step into the chamber and get into the bed. Our lab boys will take care of the rest. Ich habe niemanden gesehen, aber okay. Man kümmert sich schon um den Rest. Und wir sind also eine Frau namens Mel. Niedlich. Good night. Schlaf nicht ein. Nein. Wahrscheinlich wird jetzt irgendwas Schlimmes passieren. Warum war das klar? Is this thing on? Hello? Hello? Can you hear me? Oh, right, you can't answer. I'm so sorry, astronaut, Olympian, or war hero. There was a slight problem with the test. Don't worry though, we got shot okay. Nothing's different, nothing's changed. Just head out of the chamber, I'll tell you a bit more out there. Boah, wie lange hast du da gelegen? Und alles durchgeschwitzt. Öffnen. Nicht mal mehr die Uhr funktioniert. Wow, wie war das gerade noch? Nichts hat sich verändert. Ja. Don't worry about the heights. Had a few of my scientists make what's called long fall Aperture-Science innovators long fall boots. That was easier to think of than I thought. Okay. Was ist hier passiert? Okay, du kannst nicht schießen. Pick that yellow device up. Don't worry, it's not hazardous. I've had the scientists leave you a new device to help you. Yeah, that's right. A new test. Congratulations! You get to test something else now. Double the experiments for you. Ist das wirklich erste Portal-Device? There's an open door nearby. Should take you out of the building. You'll need that new test to move around. Don't worry though, we built the building like this. Okay. Don't worry about that. It's just a new drilling test we're doing down below. Yeah, to get the salt mines deeper, to get more testing spares in. Yeah, that's it. Just ignore that. Schön old. Wow, was ist denn aus dem schönen Ort geworden? Darf man jetzt das Wasser berühren? Ja! Ich darf das Wasser berühren, ich bin ein glücklicher Mensch. Man soll Dinge tun. Aber... Ach, okay, dafür das... Ja. Hab er kapiert. Immer dieses Backtracking hier, ne? Don't mind all this too. We just had earthquakes. Lots of earthquakes. Yeah, you get lots of those here in Michigan.
Wir wissen alle, er labert Scheiße. Und es klingt auch nicht mehr wie Cave Johnson, also... Aber ich lasse mich überraschen. These earthquakes even shook up time a bit. Some stuff from the future got here. Yeah, that's how it's here. Don't worry, it's still 1952. Adlai Stevenson is still president. Wer? Alright, so, the earthquakes. Kinda did some redecorating in here. Destroyed the door too. You'll have to find another way out. Hier, er schießt nicht. Schießt ihr? Ja, ihr seid gefährlich. Und so altertümlich. Und könnt nicht There's gotta reden. be something you can use to launch yourself out the door. There has to be another way out. Ah, Safing. Ich könnte mir schon fast vorstellen, was hier so ist. Oder auch nicht. Oder... Ja, okay, ja, kapiert. Papa kapiert. Au. I know, things might look different than what you're used to, but while you were spending that little time sleeping, we had some Aperture-Science nanomachines come in and build all this stuff. Yeah, that's it. They're quick little guys. Faster than any science guy I got. Okay, hier sind Dinge passiert. Ich glaube, das gute Mädel hat ziemlich lang geschlafen. Ja. Wurde wahrscheinlich sogar vergessen. Oh, ich sehe minimale Frame-Drops, also... wir hätten da nicht auf die eigene Optimierung geachtet. Aber was macht... Na gut, da sind nur 3%. Das stört nicht. Beyond that door is one of the new testing tracks. Totally, completely new. Get through it and head to the first testing sphere. I'll let you know more there. Also 0,03% Frame Drop, Now, das I stört just gar want to nicht. make sure you know something before you go any further. We have these new inventions called emancipation grids in place to prevent objects from moving around to other tests. Now, some guy decided that it would be a good idea to make ones that prevent people from going through, and installed one where people needed to go through. Habt ihr F5-Methode? Ja, das ist so ein Grill. Tot. Now, I just want to make sure you know something before you go any further. We have these new inventions called emancipation grids in place to prevent objects from moving around to other tests. Now, some guy decided that it would be a good idea to make ones that prevent people from going through, and installed one where people needed to go through. Ja, wer hält sowas auch für eine gute Idee, einen Grill zu machen, wo Leute nicht durchgehen können, beziehungsweise davon abgehalten werden, durchzugehen. You can easily turn it back on. That switch isn't like the rest of them. The others trip a circuit breaker that causes an entire... I think these switches were designed for 2 people. Maybe your new test can help. Remember, you can always turn the power on or off again.
Haha! Ich weiß jetzt nicht, wozu ich den Sprung wieder eingeschaltet habe, aber... Haha, und... Oh, da hat man gerade was gesehen. Ja. Ah, ja. Seht ihr das? Der Effekt wird nicht instant transportiert. Beziehungsweise wird nicht auf der anderen Seite des Portals neu aufgebaut. Nein, er wird einfach geswitcht. Ja, da haben wir unser Frame Drop. Und Dinge, die geladen werden, beziehungsweise Skripte, die zu schnell ausgeführt werden. Wow, mal nicht eine Mini-Tür dahinter. Und der Grill ist wieder an. Aber wow, ich bin begeistert. Ja, man merkt, das Spiel hat leichte Ruckler. Verschiedene Gründe. Nicht nur ein kleiner Effekt. Vielleicht sogar auch ein bisschen überladen. Oh, Vogel. Oh, that's meant to happen. Just to test your reflexes. You know, after your short sleep. Nee, ist klar, Baby. Das ist wieder so eine Sache. Wo lang? Kann ich da einfach draufspringen? Ja, du... gut, das hast du nicht gesehen, ja. Super. Deswegen also Reflextest. Na. Saubertreffer. Zau B. Ich muss sagen, die Portal Gun gefällt mir ziemlich. Ich meine nicht nur, weil sie eine Büroklammer an der Spitze hat. Was sehr interessant ist. Weil das an der Spitze einfach eine Büroklammer. Und sie kann richtig greifen. Nein, au, das, aua, danke. Boah, jetzt bin ich blind. Arschloch. Warum? Ah, yes. Bravo Volta. Hold on. Fifth testing track. Yes, fifth. You'll need a portal device to get through. Sorry, I meant a portable quantum tunneling device. Look, it's in your hands right now. The scientists did their job. You'll do fine. Okay. Ich habe keine Ahnung. Das ist wohl mein Ziel. Ein riesiger Emanzipationsgrill. Und gute Musik. Ich würde sagen, wir finden dann nächste Folge raus, wie wir hier durchkommen. Meine Fresse. Vielen Dank fürs Zusehen, euer Kashi. Bis zum nächsten Mal. Hauen Sie rein und tschüss.